Als Rentner schummeln? Darf man das? Willkommen zu diesem Video. Ja, natürlich können Sie als Rentner schummeln, aber es wird Ihnen nichts bringen. Erfahren Sie mehr in diesem Video. Es geht gleich weiter nach dem kurzen Intro. Seien Sie gespannt und sichern Sie sich inzwischen schon mal unter diesem Video meinen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Wir sehen uns gleich. Wie Sie wissen, leite ich ja seit 1993 eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins. Also was mir da so fast täglich in meiner Praxis über den Weg läuft, ist manchmal wirklich zum Schmunzeln. Der aktuelle Fall, ein Mitglied von mir kam zur Steuererklärung. Der Mann ist im vorigen Jahr verstorben. Und nun ist es ja so, dass dann die Witwe 3 Monate Anspruch auf die Rente in Höhe der des Verstorbenen hat. Und dann bekommt sie ja Witwenrente. Ja, das war ein Durcheinander mit den ganzen Papieren und sie behauptete steif und fest, alles, was sie bekommen hat, hat sie mir vorgelegt. Nun, mein persönlicher Anspruch ist ja immer, meinen Mitgliedern auszurechnen, wie hoch die Erstattung oder die Nachzahlung ist. Ja, in dem Fall habe ich die Nachzahlung ausgerechnet. Dann kam der Steuerbescheid vom Finanzamt und die Nachzahlung fiel um ein Vielfaches höher aus. Ja, dann steht dann in den Erläuterungen, also dass die übermittelten Daten der Rentenversicherung in der Steuererklärung berücksichtigt wurden. Und somit hatte ich ja dann die richtigen Zahlen und wusste, dass meine Kundin geschummelt hat. Sie können es gerne versuchen, aber es bringt überhaupt nichts. Die Finanzverwaltung, die hat alle Rentendaten vorzulegen, egal ob das eine staatliche Altersvorsorge, also die staatliche Rente ist eine betriebliche Altersvorsorge, die private Riester-Rente oder die private Rürup-Rente. Die Daten, die sind der Finanzverwaltung alle bekannt. Sie können versuchen zu schummeln, aber es bringt Ihnen nichts, weil die Datenübertragung also seit Jahren schon reibungslos funktioniert. Ja, Sie können eigentlich nur daraus lernen, dass es doch immer das Beste ist, ehrlich zu bleiben und natürlich auch seine Termine einzuhalten. Also in diesem Fall kamen ja noch Säumniszuschläge hinzu, weil die Steuererklärung erst 3 Monate verspätet abgegeben wurde. Ja, und wenn man dann schon nachzahlen muss und dazu dann noch Säumniszuschläge bekommt, ist es natürlich doppelt bitter. Ja, das war jetzt mal ein Fall aus der Praxis. Also Sie können versuchen, als Rentner zu schummeln, aber bringen tut Ihnen das überhaupt nichts. Das Finanzamt weiß über Ihre Zahlen besser Bescheid als Sie. Eine komplizierte Situation ist immer dann gegeben, wenn jetzt ein Arbeitnehmer einen Antrag auf Rente wegen halber oder voller Erwerbsminderung stellt und noch nicht im Rentenalter ist. Dann ist zum einen die Krankenkasse zuständig, wenn die 1,5 Jahre rum sind, das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt fordert sie dann auf, einen Rentenantrag zu stellen. Dann gibt es Überschneidungen. Das ist ein unheimliches Durcheinander. Und man muss da wirklich, also wirklich Ordnung in seinen Papieren haben und alle Bescheide aufheben, die von der Krankenkasse, die vom Arbeitsamt und die vom Rentenversicherungsträger. Und dann gibt es aber auch noch Verrechnungen untereinander. Und auch in solchen Fällen erlebe ich das öfter in meiner Praxis, dass die Leute versuchen, zu schummeln. Also sie geben eigentlich weniger Geld an, als tatsächlich geflossen ist. Und sagen, nein, ich habe nichts bekommen. Achten Sie auf Ihre Bescheinigungen, auf Ihre Belege. Legen Sie sich lückenlos Ihre ganzen Bescheide vor sich auf den Tisch, dass Sie genau sehen, vom 1. Januar bis 31. Dezember, welche Einkünfte haben Sie bezogen oder wurde zum Beispiel das Krankengeld für dieses Jahr erst im nächsten Jahr bezahlt. Dann kommt es natürlich auch erst in die nächste Steuererklärung, weil das Finanzamt geht immer nach dem sogenannten Zufluss- und Abflussprinzip. Also auch in der Hinsicht lohnt es sich nicht zu schummeln. Ja, wenn Sie jetzt Krankengeld für Dezember 2019 erst in 2020 bekommen haben, dann wird dieses Krankengeld erst in der Steuererklärung für 2020 und nicht 2019 berücksichtigt. Ja, gucken Sie einfach auf Ihre Kontoauszüge, auf Ihre Bescheinigungen und sortieren Sie sich das einfach. Denken Sie immer daran, 1.1. bis 31.12. alles, was in diesem Zeitraum an Geld auf Ihr Konto geflossen ist,
Das kommt in die Steuererklärung. Ja, es ist für viele ja manchmal wirklich ein bisschen kompliziert und ja, ich hoffe, ich kann Ihnen da ein bisschen helfen, dass Sie achten auf die Bescheinigung, also Krankenkasse, Arbeitsamt, Rentenversicherung. Das ist manchmal ein unheimliches Durcheinander. Wenn Sie da einen konkreten Fall haben und gerne was dazu wissen möchten, dann schreiben Sie es mir in die Kommentare. Ich werde Ihnen dann vielleicht in dem konkreten Fall weiterhelfen können. Ja, das war's für heute in diesem kurzen Video. Wir sehen uns dann im nächsten und vergessen Sie nicht, unter dem Video sich meinen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung zu sichern. Alles Gute, Jutta Martin.